Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute habe ich wieder ein weiteres Interview für euch parat. Zu Gast habe ich Lukas, der unter anderem bekannt ist mit seiner Lukas Kuba Hilfe. Und ja, wir reden ein bisschen über sein Engagement in Kuba. Aber an der Stelle ein Hinweis, wir haben uns einen Tag vor seiner Reise nach Kuba getroffen und die Location war nicht unbedingt optimal, soll heißen, Außengeräusche waren tatsächlich sehr störend, weswegen wir das Interview dann irgendwann aufgrund dessen abgebrochen haben und wir uns darauf geeinigt haben, ja, dass wir halt gegebenenfalls das Video ja irgendwann später fortsetzen werden, sofern euch das auch entsprechend interessiert. Von daher ja gar nicht mehr viel vorweg. Ich hoffe, euch wird das Video trotzdem gefallen. Wünsche euch viel Spaß damit. Jetzt geht's los. Ja, hallo Lukas. Moin. Ja, danke, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast, dass du dich da auch entsprechend gemeldet hast. Für diejenigen, die dich jetzt an der Stelle noch nicht kennen, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so, was verbindet dich gerade speziell mit Kuba? Ja, ich bin der Lukas. Viele kennen mich vielleicht von Facebook als Lukas Winter. Ich bin ja in allen möglichen Kuba-Gruppen auch unterwegs. Und ich fliege halt seit 1997 regelmäßig nach Kuba, war bis jetzt 36 Mal und morgen früh kommt die 37. Reise dazu. War das erste Mal 1997 in Kuba als Delegierter zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten, als Mitglied in einer unabhängigen antifaschistischen Delegation. Und habe dabei 3 Wochen bei einer kubanischen Familie gewohnt. Wir haben uns angefreundet und ich habe die dann einfach 1998 mit 3 anderen Kumpels spontan wieder besucht und seitdem regelmäßig 1 bis 2 Mal im Jahr fliege ich nach Kuba. Sehr cool. Ja, du hast es gerade schon gesagt, ne, morgen fliegst du ja schon. Das ist halt ein Grund mehr, dass ich mich da auf jeden Fall nochmal bedanken muss an der Stelle, weil du ja doch, hast ja recht viel zu tun letztendlich, aber dass du trotzdem noch die Zeit gefunden hast. Danke dafür erstmal. Genau, jetzt hast du ja gesagt, 97 warst du das erste Mal da. Dir hat es im Grunde genommen so gefallen, dass du 98 nochmal dort warst und seitdem eigentlich regelmäßig auch mehrfach im Jahr. Daraus hat sich auch ein bisschen mehr entwickelt, also nicht nur die eigentliche Reise an sich nach Kuba, sondern speziell, du hast ja gesagt, auf Facebook bist du auch schon hier und da eigentlich bekannt in den Kuba-Gruppen, das kann ich auch so auf jeden Fall bestätigen. Na, du hast ja die Lukas Kuba-Hilfe. Genau, also das hat im Endeffekt auch alles schon so 1997 begonnen. Also in Vorbereitung zu den Weltfestspielen sind wir halt alle, die da als Delegierte mitgeflogen sind, gebeten worden, Medikamente zu sammeln. Und also wir wollten uns halt hauptsächlich konzentrieren auf Medikamente und halt auch so Spielsachen und so Kleinigkeiten den Leuten halt mitzubringen. Und ich hatte halt damals schon 50 Kilo Medikamente von meiner Apotheke in Jörn-Georgenstadt bekommen. Okay. Und wir haben das halt alles wir waren 50 Delegierte in unserer Gruppe, haben das auf die Leute aufgeteilt und haben das dann in Pinaterio, dem örtlichen Krankenhaus, übergeben. Richtig groß mit Staatsfernsehen, war dann abends in den Nachrichten großer Bericht über die deutsche Delegation, die da fleißig gesammelt hat. Ja, und ich habe damals am Anfang bei meiner ersten Kuba-Reise überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet. Also ich habe Kuba auf der Landkarte gesehen, wusste, dass da Fidel Castro und Che Guevara aktiv waren, aber mehr wusste ich über das Land nicht. Und habe halt dann 3 Wochen am Stadtrand von Havanna bei einer kubanischen Familie gewohnt. Die mussten ein Zimmer für mich freiräumen als Gästezimmer. Okay. Und mussten mich halt den ganzen Tag auch versorgen, betreuen, haben mir dann auch ihr Leben so gezeigt. Und da habe ich halt damals schon mitgekriegt, wie arm Kuba halt in gewissen Teilen eigentlich ist. Und da habe ich halt angefangen zu sammeln zu Hause. So einen ganz kleinen Kreis aus dem Familienkreis, so Kleidung und irgendwie ein Schnickschnack. Und das hat sich jetzt immer mehr ausgeweitet, dass ich jedes Jahr so um die 10.000, 20.000 Euro sammle über meine private Organisation und den Leuten auf Kuba so
versuche immer mit allen möglichen Mitteln zu helfen. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr lobenswert an der Stelle erstmal. Jetzt hast du ja schon gesagt, da kommt ja doch schon einiges an Euro zusammen. Wie finanzierst du quasi diese Kuba-Hilfe an sich? Also das ist alles, was über Spenden sozusagen. Alles über Spenden. Also ich habe halt x verschiedene Formate, die ich machen kann. Mhm. Einmal, ich arbeite halt nebenberuflich für die Rockband Dritte Wahl als Merchandiser. Habe da diesen Merchandise-Stand, wo die ganzen T-Shirts und so Fanartikel von der Band verkauft werden. Dort habe ich eine Spendenbox stehen. Okay. Und dadurch, dass auch viele Leute schon wissen, was ich mache und auch das alle schon teilweise live in Kuba miterlebt haben, kommt da jeden Abend so 100, 200 Euro bei Konzerten an Spenden zusammen. Okay, cool. Dann gibt es ein Spendenkonto, wo die Leute halt, die jetzt nicht auf Konzerte kommen, die mich aber auch so kennen und fragen, einzahlen können. Und dann gibt es Haufen Leute, die mir gebrauchte Band-T-Shirts, Musikshirts schicken. Und da gibt es verschiedene Gruppen bei Facebook, wo ich diese Shirts dann wieder verkaufe und dieser gesamte Erlös geht auch in die Kuba-Hilfe. Also das sind so die Grundpfeiler. Okay. Ja, dann kommt da doch schon einiges zusammen, wenn du sagst, so 15.000, 20.000. Und gibt halt auch noch x verschiedene andere Sachen. Also zum Beispiel, was sehr lobenswert ist, die Toten Hosen. Kennt vielleicht auch ein oder andere. Ich hatte eine Schallplatte, das war ein Bootleg, das ist eine illegal gepresste Schallplatte. Die hat die Band mir unterschrieben und für die Kuba-Hilfe zur Verfügung gestellt. Okay. Und da kam dann alleine für diese Platte damals 500 Euro zusammen. Gut, ist dann natürlich nochmal was ganz anderes, ne, wo man dann halt vielleicht auch noch mit einer Zusammenarbeit quasi mit Bands, da kommen wir auch noch zu, ne, dass der noch so Connection, sage ich mal, dass sowas überhaupt zustande kommen kann. Ja. Ne, und wenn man dann das Ganze noch irgendwie verlosen kann oder wie auch immer und dass da dann halt ein guter Preis für deine Kuba-Hilfe bei rauskommt, umso besser. Ja, aber ansonsten hast du ja gesagt, wir hatten ja im Vorgespräch mal gesagt, die Finanzierung der Reise ist davon komplett losgelöst. Ne? Genau, also das geht tatsächlich zu 100% in die Spenden rein. Alles, was privat so ist, also die Flüge und die ganzen Unterkünfte und die Rundreise und der Urlaub, den bezahle ich natürlich alles selber. Ja. Alles, was an Spenden reinkommt, geht zu 100% an die Menschen in Kuba. Also, das ist super. Es wird auch so sein, also gerade jetzt haben wir ein neues Projekt am Start. So 15 deutsche Punkbands haben einen Song gespendet. Okay. Und wir machen einen Sampler und der kommt dann Ende des Jahres als Kuba-Hilfe-Sampler raus. Okay. Das ist aber jetzt noch nicht 100% alles fertig, also das ist jetzt in Planung. Die Songs haben wir alle schon zusammengesammelt, jetzt kommt das ganze Mastering, die Covergestaltung und soll dann so Ende Dezember, Januar soll die dann auf den Markt kommen. Ach cool. Okay. Ja, da kannst du ja dann auf jeden Fall noch Bescheid geben. Ja, und der Erlös würde dann halt quasi... Der Erlös, also abzüglich der Produktionskosten, geht auch wieder zu 100% in die ganze Spendenaktion. Ja, na gut, da wirst du ja sicherlich über die Facebook-Gruppen entsprechend mitteilen. Genau. Und auch halt gerade über die Leute, die halt auch so für die Musik interessiert sind. Ja. Über die ganzen Portale wird das dann auch vertrieben und gemacht. Okay. Aber die Kuba-Hilfe an sich, die ist jetzt eine komplett private Sache oder ist das irgendwie in irgendeiner Art Organisation angemeldet? Das ist absolut rein private, von privat zu privat. Von privat zu privat, okay. Ohne dass da irgendeine Organisation dahinter steht oder irgendjemand dafür bezahlt wird, Spenden zu sammeln. Das geht wirklich alles 1:1. Was reinkommt, geht auch sofort wieder raus. Halt in den verschiedensten, also wenn ich fliege ich auch oft mit kleinen Reisegruppen und jeder nimmt halt in seinen Koffer, wo er noch Platz hat, alles mit, was irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum ist und verschenkt das dann unten weiter. Und auch das, was er selber so an Kleidung hat und so und dann nicht mehr braucht, was noch gut ist, lassen die Leute halt alles unten. Also die fliegen mit vollen Koffern runter und mit leeren Koffern wieder zurück. Mit Handgepäck zurück. Und dann gibt es halt noch so eine zweite Säule, also es gibt ja diese Telefonaufladung, die möglich sind, mit dem Bonus. Und ich habe ein paar Leute auf Kuba, mit denen ich halt auch schon seit Jahren auf Kuba zusammenarbeite. Ja. Die sammeln halt bei jeder Aufladung so 10, 20 verschiedene Telefonnummern von Leuten, die halt keine Unterstützung aus dem Ausland kriegen. Und für die lade ich dann jeden Monat einmal das Telefon auf. Und versuche halt dann auch immer andere Familien zu erreichen, dass man wirklich so
das ein bisschen breit streut, dass man da regelmäßig was macht. Ja, kurze Unterbrechung. Nun sind wir hier an einem anderen Ort. Aber gut, so ist es halt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten ja zuletzt über den Kuba-Sample gesprochen und dass dieser ja voraussichtlich im Dezember, Januar rauskommen soll. Genau. Genau. Du hast ja gesagt, das sind wie viel? 15 Bands? 15 deutsche, russische, polnische, Österreich, kubanisch, also wird ein bunt gemixter Sampler durch die Rocklandschaft Europas und Kubas. Okay, na gut, so. Das sind alles Bands, mit denen ich halt im Laufe der ganzen Jahre irgendwie mal Kontakt hatte und die Sache halt auch gerne unterstützen wollen. Cool, okay. Ja gut, jetzt hast du ja gesagt, der Kontakt, der ist ja auch im Grunde genommen dadurch hergestellt worden, dadurch, dass du ja schon irgendwo immer im Merchandise unterwegs warst, ne, für Dritte Wahl unter anderem. Ja, du warst ja auch mit Dritte Wahl in Kuba. Genau, also Dritte Wahl. Wie kam es denn dazu? Also ich bin seit 1993 als Freund bei Dritte Wahl dabei, seit 1998 als Merchandiser und irgendwann haben die Jungs mal gesagt, also wenn ich mal heiraten würde, wären sie meine Trauzeugen. Und ich habe dann 2006 eine Kubanerin kennengelernt und wir sind zusammengekommen und wollten dann 2010 heiraten auf Kuba und das habe ich Dritte Wahl halt so gesagt, dass jetzt die Hochzeit auf Kuba bevorsteht und wie das nur jetzt ist mit den Trauzeugen. Und dann hieß es, na okay, wir kommen mit, wir machen das. Und also eigentlich eher so ein bisschen aus einer Schnapsidee heraus. Ja, und dann gab es die kubanische Band Tendencia. Die waren schon damals regelmäßig in Deutschland auf Tour. Und wir hatten damals schon Kontakt zu denen aufgenommen. Und der Kiko, der Gitarrist, der hat auf Kuba ziemlich viel Einfluss. Also was gerade in der Rockmusik so alles zu machen ist. Und der hat für Dritte Wahl dann, wo ich gesagt habe, also ich komme mit Dritte Wahl nach Kuba, hat er gesagt, na, dann lass uns doch einfach Konzerte machen. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, okay, wir verbinden die Hochzeit noch mit einer kleinen Tour. Okay. Und haben dann 5 Konzerte mit Dritte Wahl auf Kuba organisiert. Wir waren dann insgesamt waren 40 Leute mit, die Band und eine ganze Truppe von Fans und meine Eltern. Okay. Und haben dann halt so 2 Konzerte in Baracoa, 2 Konzerte in Pinar del Rio und ein Konzert in Havanna gespielt. Und sind einmal mit 40 Leuten mit einem großen Reisebus quer durch Kuba gefahren, mit der ganzen Horde Punks. Okay. Aber du hast ja gesagt, auch die Punk-Szene in Kuba, oder die Hardrock-Szene eher gesagt? Das ist eher, also auf Kuba hast du eher so eine Heavy-Metal-Szene. Also das, was Kubaner unter Rockmusik verstehen, das ist bei uns schon wirklich Thrash-Metal, Death-Metal. Aber auch Punkrock kommt auf Kuba gut an. Also die Leute, das war immer so, nachdem Dritte Wahl die ersten 2, 3 Songs gespielt hat, hatten sie die Kubaner auch auf ihrer Seite. Ja, natürlich ist es auch so, wenn da genug deutsche Fans mit sind, die da sofort an Stimmung machen, dann hält es die Kubaner nicht lange auf ihren Sitzen, dann kommen die mit und machen mit, feiern mit, tanzen mit, singen mit. Also, obwohl sie die Texte nicht verstehen, konnten sie trotzdem mitsingen. Ja gut. Ja, letztendlich ist ja doch irgendwo die Musik ja dann... Die verbindet. Die verbindet halt, ne? Genau. Das ist dann so der kleinste gemeinsame Nenner an der Stelle. Und ich hatte auch wirklich so ein ganz ungewöhnliches Erlebnis. Das war dann 3 Jahre nach der Tour. Bin ich in Baracoa in mein Taxi gestiegen und der Taxifahrer hat mitgekriegt, dass ich Deutscher bin und hat gesagt, ganz stolz, er hat deutsche Musik im Auto und legt eine CD von Dritte Wahl ein. Ach. Die er aber weder von uns damals bekommen haben sollte, weil die erst viel später erschienen ist. Okay. Also die hatte auf anderen Kanälen, irgendwie ist da eine Dritte Wahl CD nach Baracoa in das Taxi und jeder deutsche Fahrgast musste sich dann die Musik da anhören. Gut, das ist halt auch Werbung. Gibt es auf Kuba, also gerade in Baracoa gibt es auch einmal die Woche eine Metal-Disco, wo auch regelmäßig so Bands wie Rammstein, die Toten Hosen, Dritte Wahl von dem kubanischen DJ gespielt werden und die ganzen kubanischen Metaler da auch viel Spaß dabei haben. Okay. Also in Baracoa. Also ich denke mal, die Hauptszene für Rock und Heavy Metal ist Pinar del Rio durch Tendencia und Havanna, weil da ist ja
In Havanna gibt es auch einen relativ großen, guten Rockclub, das Maxim Rock, in der Nähe vom Busbahnhof von Via Sul und Astrau, wo eigentlich wöchentlich irgendwelche einheimischen und auch internationale Rockbands auftreten. Und man hat es ja gesehen an dem Auftritt der Rolling Stones damals in Havanna, dass man mit Rockmusik in Kuba schon ein bisschen was bewirken kann. Ja, da war schon was los, ja. Da waren ja ca. 1 Million Zuschauer. Das muss ich mal vorstellen, ne? Also allein die Zahl. Das ist halt kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist halt Und auch Manu Chao hat gespielt, ich glaube in Santa Clara und in Havanna, also auch da muss ordentlich was los gewesen sein. ja. Und dann war 2014 gab es eine andere deutsche Band, die heißen Chor. Die haben über Crowdfunding eine Tour organisiert, 14 Konzerte in Kuba. 14, eine deutsche Band, Chor und die kubanische Band Tendencia zusammen. Die haben sich einen Bus gemietet und sind durch ganz Kuba gefahren, haben in jeder größeren Stadt ein Konzert gegeben und alles umsonst. Also war immer der Eintritt umsonst für alle. Und das wurde alles über diese Crowdfunding-Aktion finanziert. Und Chor hat dann noch einen kompletten Container mit Musikinstrumenten gesammelt hier in Deutschland und hat die den kubanischen Untergrund zur Verfügung gestellt. Also da waren Gitarren, Schlagzeuge, Verstärker, Gitarrenseiten. Das haben die alles, was ein Musiker halt so braucht. Haben die alles über diese Crowdfunding-Aktion, also den Transport und so bezahlt und haben das den Kubanern zur Verfügung gestellt. Das ist gut, ja. Ja, du hattest ja auch gesagt, letztendlich jetzt im Vorgespräch mal, ne, dass ich sag mal, zu spielen in Kuba ist halt mehr ein Prestige als, weil letztendlich kann man ja als Musiker kein Geld damit machen, sondern eher geht es darum, dass man Prestige. Als Rockmusiker, ne? Das macht man wirklich nur für Ruhm und Ehre und für Spaß, weil man halt einfach die Musik liebt. Und wenn man dann wirklich mal so ein bisschen in die Szene eintaucht, findest du in fast jeder Stadt irgendeine kleine Rockband, die irgendwo in einem Wohnzimmer oder in einem Hinterzimmer einen kleinen Proberaum hat. So war das in Baracoa, da gibt es die Band Mobu. Die haben halt bei der Mutter von dem Sänger im Haus, räumen die das Wohnzimmer leer, wird das Schaukelstuhl beiseite geschoben und der Fernseher und dann wird das Schlagzeug aufgebaut, der Verstärker aufgebaut und dann machen die da ihren Proberaum. Okay, naja, gut. Ja, und die ganze Stadt hört zu. Ja, das glaube ich. Also ist denn da auch ein bisschen härter denn? Härter und lauter. Naja, gut. Ja, Not macht erfinderisch an der Stelle, ne? Und von daher, sofern zumindest ja, die Instrumente auch spielbar vorhanden sind. Es ist abenteuerlich, also gerade wenn du dann mit Leuten aus Deutschland kommst, die ganz andere Technik und ganz andere Sachen gewöhnt sind, die sehen dann auch mal wieder, was vom Luxus wir eigentlich leben, ne? Also was wir alles haben und das ja, aber auch ohne trotzdem irgendwie funktioniert. Ja, vielleicht auch Überfluss. Ja. Tatsächlich. Ja. Also wir hatten in Pinaterigo, hat man eine Hauptchor-Band uns angeguckt, da hat der Sänger gegen die Band ansingen müssen. Also der hatte kein Mikro, der hatte keinen Verstärker, der hatte nichts. Der hatte mit der blanken Stimme gegen Schlagzeug und gegen die E-Gitarren ansingen müssen. Okay, der konnte danach sicherlich nicht mehr sprechen. Du hast jetzt auch nicht wirklich viel verstanden von dem, was er gesungen hat, aber die haben das mit Leidenschaft gemacht. Und ja, das ist halt nochmal was anderes halt vielleicht so, ne, an der Stelle. Noch ein anderes Erlebnis vielleicht. Ja, auch so, wenn ich mit Ritualen war, wenn die nach dem Konzert dann ihre Gitarrenseiten wechseln wollten, haben die kubanischen Musiker die immer ganz entsetzt angeguckt, was macht ihr jetzt? Warum macht ihr die Gitarrenseiten runter? Die sind doch noch gut. Die müssen doch nicht runter, die sind doch noch ganz. Ja, es wird halt bis zum Ende gespielt. Ja, und wenn dann nochmal geflickt und nochmal geflickt und nochmal geflickt. Ja. Weil halt so Ersatz auf Kuba für solche Sachen zu kriegen, ist fast unmöglich. Also nimmst du denn, wenn bei den Kuba-Spenden auch halt in die Richtung dann immer was mit? Meinetwegen Gitarrenseiten oder? Wenn ich mit Mobo und so, also die sind halt dann nicht mehr aktiv, aber für die habe ich immer regelmäßig auch Gitarrenseiten, Bassseiten, Drumsticks, auch mal ein paar Fälle, Schlagzeugfälle und solche Sachen mitgenommen. Aber jetzt konzentriere ich mich halt hauptsächlich auf wirklich wichtige Sachen, die Leute auch zum
zum Leben und Überleben brauchen. Also jetzt, wenn ich jetzt am Montag fliege, habe ich ca. 100 Kilogramm Medikamente dabei. Speziell für das Kinderkrankenhaus in Havanna und für eine Kinderklinik in Camagüey und für die Organisation Puentes de Amor. Das ist so eine Organisation von Kubanern und Exilkubanern in den USA, die zusammenarbeiten gegen diesen ganzen Hass, der da auch zwischen den Ländern besteht. Die versuchen halt so eine Art Liebesbrücken zu bauen. Wir haben jetzt erst vor kurzem 600.000 Einwegspritzen besorgt, um die Impfkampagne auf Kuba voranzubringen, und haben die halt an den kubanischen Staat übergeben und versuchen so halt auf die Art und Weise. Ja, ist auf jeden Fall gerade ein wichtiger Beitrag. Besseres Verhältnis zwischen den Ländern auch herzustellen. Okay. Ja, das ist gerade sowieso. Also ich weiß nicht, inwieweit wir vielleicht auch über die aktuelle Situation reden können. Du hast ja jetzt die letzten, seit 97 bist ja nun schon regelmäßig quasi in Kuba, und du hast ja die letzten, seitdem eigentlich die komplette Entwicklung miterlebt, und aus meiner Warte her gab es schon halt eine bessere Zeit. Und die ist jetzt halt tatsächlich in den letzten Monaten, Jahren eigentlich schon, also unabhängig von der pandemischen Lage, auch vorher ging es schon, war schon schwierig, aber aktuell noch schwieriger. Na gut, also die Entwicklung seit 1997, man hat eigentlich damals von Jahr zu Jahr gesehen, wie es immer ein kleines Stück aufwärts ging. Genau. Also 1997 war es gab jetzt nicht was wir die Touristen so kennen, diesen Via Sulbus, Casa Particulars, und das gab es alles nicht. Ja. Es gab, wenn du von A nach B wolltest, bist du mit einem LKW gefahren mit 100 Mann auf der Ladefläche im Stehen. Da hat es keine andere Möglichkeit gehabt. Also es gab, außer das teure Touristentaxi, was sich halt keiner leisten konnte. Oder Mietwagen halt, ne? Das ist ja auch... Also damals zu der Zeit war es halt auch, gab es kaum Mietwagen. Also das war auch gar nicht so gewünscht. Ja, aber... So durchs Land zu fahren. Du hast ja natürlich auch, dadurch, dass du keine Casa Particular hattest, hattest nur die Hotels, wo du eigentlich übernachten durftest. Na, ich weiß halt, ich war da damals dann doch ein bisschen jünger, ne, aber auch als Kind waren wir dann hin und wieder dann auch auf Urlaub dort. Und wir hatten tatsächlich immer einen Mietwagen gehabt. Gut. Ich habe mich damit auch nie so beschäftigt, weil ich also so bis 2005, 2006 eigentlich relativ komplett untouristisch unterwegs war. Also ich habe Freunde in Bayamo gehabt, das war diese Familie aus Havanna, wo ich zu den Weltfestspielen gewohnt habe. Die haben dann, ein Teil der Familie hat in Bayamo gelebt, und ich bin einfach immer nach Holguin geflogen, habe mich ins Taxi gesetzt, bin zu der Familie nach Bayamo gefahren und habe das Leben mit denen gelebt. Also absolut weg von jedem Tourismus. Wenn wir irgendwelche Ausflüge gemacht haben, dann ist irgendein Nachbar mit seinem Lader gefahren, hat uns nach Media Luna an den Strand gefahren, oder wir sind mit einem Motorrad mit Seitenwagen von Bayamo nach Santiago de Cuba gefahren. Das ist schon ein Stück. Also alles so Abenteuerreisen. Ne? Wir sind auch von Bayamo nach Havanna im LKW hinterm Führerhaus versteckt, zu dritt, damit uns keiner sieht, 23 Stunden in diesem Versteck. Also, ach Gott, okay. Wie man jetzt noch manchmal auch von Flüchtlingen hört, die dann irgendwie hinter der Seitenwand noch eingepfercht irgendwie über die Grenze transportiert werden. So bist du auch schon gereist. Bin ich auch schon gereist. Und was was ich oft gemacht habe, so in der Zeit, ist Zug gefahren. Zug. Also Busse gab es nicht, aber der Zug ist einmal alle 3 Tage irgendwie von Bayamo nach Havanna gefahren und war auch die preiswerteste Variante mit 23 US-Dollar damals fürs Touristenticket. Okay. Man hat immer so zwischen 17 und 20 Stunden warst du unterwegs. Aber es war trotzdem noch die angenehmste Art des Reisens, weil du hattest deinen festen Sitzplatz und... Ja, klar. Also letztendlich, du hast erstmal den Sitzplatz und kannst erstmal entspannt die Zeit sozusagen abwarten. Ne? Ja, das war auch so, gerade bei diesen Zügen war es so, dass wurden wirklich unter die Sitzplatztickets verkauft. Also nicht so, ich bin auch mal mit dem Zug von Bayamo nach Manzanillo gefahren. Da hängt dann so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, in Indien so eine Menschentraube noch an der Tür draußen dran. Ja, tatsächlich bin ich das letzte Mal als Kind mit dem Zug in Kuba gefahren. Aber mich interessiert das tatsächlich auch. Also ich will das auf jeden Fall nochmal mitmachen. Und da einfach mal... Na gut, es gibt ja jetzt diesen neuen chinesischen Zug. Ne? Ja, also stimmt. Will ich auch mal irgendwann nochmal machen, wenn das jetzt alles sich hoffentlich bald wieder ein bisschen beruhigt mit dieser Pandemie. Würde ich auch gerne mal mit dem Zug von Havanna nach Santiago fahren, mit diesem chinesischen. Genau, dieser Schnellzug, ne? Ja. Genau.
Ja, das ist sicherlich auch nochmal eine Alternative, aber wie du schon sagst, wenn das dann irgendwie künftig mal wieder positiver aussieht. Ja, hoffen wir mal, dass sich da demnächst wieder was tut, aber dafür müssen ja auch entsprechende Fallzahlen fallen. Die Impfung muss halt voranschreiten, der Impfstoff muss auch ordentlich wirken. Ne? Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann auch mal ein Medikament vielleicht noch gefunden wird, das die ganze Sache ein bisschen beruhigt. Ja, dass man gegen die schweren Verläufe vielleicht ein wirksames Medikament hat und dann wird es ja irgendwann auch, also unabhängig von der Impfung quasi. Genau, hoffentlich mal irgendwann wieder einen Normalzustand geben, wie er halt früher mal war. Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle an der Stelle. Ja, also gerade der Punkt Normalität. Sag mal, viele sagen ja, ne, Deutschland wirtschaftlich gesehen hat auch so seine Schwierigkeiten, logischerweise wie jedes andere Land gehabt in den letzten Monaten. Ne? Aber im Vergleich quasi zu Kuba, das muss man sich halt exponentiell vorstellen, da sieht es halt nochmal ganz anders aus. Und es fehlt halt wirklich, die Einnahmen aus dem Tourismus fehlen natürlich hinten und vorne. Ne? Also haben sich auch wirklich so viele auf diesen Tourismus jetzt konzentriert und das hat man ja damals gesehen. Also es ging ja 97 ging es ja dann langsam los. Also du hast wirklich von Jahr zu Jahr auch gemerkt, mehr Öffnung von Tourismus, dann kam die Casa Particulars, dann kam die Via Sul-Linie, dann kam das. Und dann mit Obama hast du in Havanna auch auf einmal gesehen, wie viele neue Casas auf einmal aufgemacht haben, wie viele Restaurants, wie viel Souvenirläden und sonst irgendwas alles frisch eröffnet hat. Und dann hast du auch mit Trump hast du diesen Cut gemerkt. Ja, nachdem das auch alles untersagt hat, dass auch die Amerikaner noch nach Kuba reisen dürfen, ist der Tourismus auch auf Kuba wieder so eingebrochen. Geldüberweisung, alles. Ja. Ich hatte mal gelesen, dass irgendwie 1/3 der Kubaner also Gelder quasi aus dem Ausland regelmäßig erhalten. Ja, und logischerweise sehr viele aus den Staaten. Ja, und das ist dann natürlich auch in dem Sinne eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle. Und wenn die wegfällt, plus der Tourismus, plus die pandemische Lage, die halt fehlende Medizin etc. natürlich, man kann halt nichts entgegensetzen. Ne? So ein Staat wie Deutschland, der natürlich ordentliche Rücklagen hat und auch überall Kredite kriegt und so, der kann das natürlich ganz anders bewältigen als jemand, der gar nichts hat. Also das ist ja genauso, wenn du als Sozialhilfeempfänger hier in so eine Lage gerätst, ist es was anderes, als wenn du Millionär bist und aus deiner Portokasse das alles bezahlen kannst. Und auch mal so 2-3 Jahre ohne Einnahmen überleben kannst. Das stimmt. Ja, wie gesagt, umso wichtiger ist es an der Stelle tatsächlich, dass hoffentlich mit dem 15.11. die entsprechende Öffnung oder wiederum Erleichterung für die Einreise etc. Dann vonstatten geht und mal sehen, was sich da noch so tut. Es ist ja noch ein Weilchen hin bis zum 15.11. Von daher. Wichtig ist natürlich auch, dass die Touristen auch wieder kommen. Also das ist ja nicht gesagt, dass die Grenzen geöffnet werden und die stehen alle Schlange. Das muss auch, denke ich mal, wird sich alles ganz langsam erst wieder entwickeln. Also ich habe für Dezember eigentlich die nächste Reise dann schon geplant. Habe auch schon einige Kandidaten, die mitwollen, aber es sind halt auch viele noch sehr unentschlossen. Also die warten halt jetzt immer noch ab mit der Buchung und so. Ja, man kann es ja irgendwo verstehen, ne? Wenn du letztendlich also die Reise an sich kostet ja auch, ne? Es kostet Geld. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie bloß 5-6 Euro sind, ne? Also es kostet Geld, es ist halt auch ein Zeitinvest in dem Sinne, als dass man natürlich Urlaub nimmt. Ne? Es ist im Regelfall vielleicht auch der Jahresurlaub. Ne? Und da will man natürlich schon, dass das nach Möglichkeit auch funktioniert. Gut, ich habe ja den großen Vorteil, dass die Leute, die mit mir mitkommen, also die sind jetzt nicht so auf diesen super Urlaub, Luxusurlaub, sondern die wollen eher Land und Leute kennenlernen, wollen das erleben, wollen das reale Kuba kennenlernen, wollen den Leuten helfen, wollen mit den Leuten in Kontakt treten. Und habe auch viele, die halt so ein bisschen auf Ruhe und Naturtourismus. Aber genau das ist ja gerade die Zielgruppe, die es ja gerade so schwer hat aktuell. Ne? Weil ich sag mal, die Flughäfen sind offen seit einem Jahr. Also
ich glaube 15.11. letzten Jahres war es soweit, ne? Nee, es war, Oktober, ja, aber Oktober, November war es irgendwie. Aber ich hatte auch irgendwas mit 15.11.2020 im Kopf. Irgendwas war da auch gewesen. Aber wie dem auch sei, also seitdem sind ja die Flughäfen auch offen. Aber Strandtourismus. Ne? Und Individualtourismus ist genau, halt und der Individualtourismus, genau das, was halt letztendlich die Zielgruppe ist, deinerseits, unsererseits letztendlich auch, genau das ist halt aktuell so schwer. Ne? Und das ist aber auch der Tourismus, der, glaube ich, vielleicht auch mit dem meiste Geld über einspielt. Ja, nicht für die Bevölkerung, also für den kubanischen Staat, denke ich mal, ist doch eher der Hoteltourismus interessant und da werden die Einnahmen gemacht, aber die Bevölkerung profitiert natürlich am meisten vom Individualtourismus. In dem Sinne schon, aber das Geld, was halt bei der Bevölkerung ankommt, wird ja wiederum, es ist ein Umlauf, ne? Und deswegen ist es halt so wichtig an der Stelle. Ne? Und ja, wir gucken mal, wie es da an der Stelle weitergeht. Ja. Ich habe ja bezüglich, wo wir gerade bei dem Thema sind, bezüglich den Flughäfen. Aktuell kann man ja keine Devisen sich auszahlen lassen oder zurücktauschen. Na, ja klar, das ist erstmal in meiner Wahrnehmung daran, dass es halt wenig Umlauf gerade im Land gibt. Ne? Und ich hoffe, auch das wird demnächst dann wieder funktionieren, aber gehe ich erstmal nicht von aus, weil letztendlich es fehlen die Einnahmen aus dem Tourismus. Und solange das nicht läuft, wird man meiner Einsicht nach oder Einschätzung nach wahrscheinlich auch weiterhin nicht zurücktauschen können. Ja gut, es wird, ich denke mal, wenn sie jetzt einmal diese Kartenzahlung überall so durchgesetzt haben, wird sich das wahrscheinlich auch nie wieder groß ändern. Also die MLC-Geschäfte meinst du jetzt? Genau. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles wieder irgendwann in multinational alles erhältlich ist. Also das war ja schon früher so mit den Cook. Das MLC ist im Endeffekt jetzt nur der Ersatz für den Cook. Und dass du es halt nicht mehr in der Hand hast, sondern auf der Karte. Genau, virtuelles Geld. Aber das wird auch für viele Touristen schwierig werden, weil du diese Kartenzahlung dauert ja alles unheimlich lange auf dir. Also das ist ja nicht mal so, dass du deinen Geldschein hinlegst und jede Karte wird dreimal geprüft und nochmal dreimal hin und her gedreht und dann da noch unterschreiben und da noch unterschreiben. Genau, stimmen die Unterschriften, stimmen die Namen. Und das erschwert das Einkaufen schon, deswegen werden auch die Schlangen ja nicht kürzer. Es geht ja einfach, dauert alles viel länger. Stimmt. Ja. Also teilweise beschwert man sich auch so über Bürokratie in Deutschland, ne? Aber das sehe ich in Kuba tatsächlich an mancher Stelle auch. Ich habe beispielsweise zwei Pässe, ich habe den deutschen und den kubanischen Pass. Ich habe ja nochmal beide dabei und wenn ich halt in einer Kadeka oder in einer Bank irgendwie Geld abgeben wollte und da in dem einen Pass habe ich halt zwei Nachnamen als Kubaner und in dem deutschen halt nicht. Und dann ja, ich habe halt unterschrieben, ganz normal, ne? Und dann habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, beziehungsweise die Person halt mir gegenüber meinte dann irgendwie, nee, so funktioniert das nicht, wir können kein Geld auszahlen, weil die Namen stimmen nicht überein. Und dann nur ich erstmal auf meinen Pass geguckt, ach so, ja, Moment, okay. Ne? Also alleine das schon, die ist schon witzig an der Stelle. Aber ja, das zeigt halt schon, dass Bürokratie nicht nur hier, sondern auch dort durchaus ein Thema ist und wirklich alles so oft gegengecheckt wird, bis da tatsächlich irgendwas zur Auszahlung oder zur Akzeptanz einer Zahlung kommt. Ne? So, hier war nochmal ein Schnitt und ihr merkt schon, die Hintergrundgeräusche sind doch etwas lauter geworden. Von der Warte her haben wir uns dazu entschieden, hier erstmal tatsächlich das Interview vorsorglich zu beenden. Soll nicht heißen, dass da gar nichts mehr kommen wird. Wir gucken erstmal, wie dieses Video läuft. Ne? Und ich sag mal, wenn Interesse besteht, wird da auch nochmal ein zweiter Teil kommen. Da sind wir, denke ich mal, relativ flexibel, ne? Je nachdem, wie es bei euch entsprechend auch ankommt. Bevor wir jedoch das Ganze komplett beenden für heute, zwei Fragen hätte ich noch. Ja. Beziehungsweise tatsächlich ein paar mehr. Aber und zwar, ja, wie können dich die Leute denn allgemein finden, wenn es um die Kuba-Hilfe geht? Also ich habe bei Facebook meine eigene Seite, Lukas Kuba-Hilfe, Lukas mit CK und Kuba mit C.
Und dann ist da auch, über die Seite können Sie mich halt jederzeit anschreiben und dann melde ich mich sofort zurück, wenn ich es mitkriege. Das ist so am einfachsten. Also ansonsten natürlich auch bei jedem Konzert von Dritte Wahl biete ich den Leuten an, wenn Dritte Wahl irgendwo in ihrer Stadt ist, dass sie nachmittags so zwischen 14 und 17 Uhr vorbeikommen können bei dem Club, mich privat auch mal kennenlernen, mal quatschen, mal Fragen stellen. Ne, wenn ich irgendwie die Zeit habe, nehme ich mir auch die Zeit für solche Aktionen dann. Super. Okay. Dann hätte ich jetzt noch eine Schnellfragerunde. Ja. Bist du bereit? Also alles natürlich im Kuba-Kontext. Lieblingsessen? Auf Kuba. Erstaunlicherweise Spaghetti mit Ananas-Mango-Soße. Oh, das ist wirklich... Was völlig untypisches, hat die Kubaner auch am Anfang sehr entsetzt, wie man sowas zusammenmixen kann. Mittlerweile essen es aber auch alle bei mir im Freundeskreis mit. Okay, na gut. Lieblingsgetränk? Mangosaft. Havanna oder Santiago? Barracoa. Ja, da nimmt er die Kurve. Also ich mag die großen Städte nicht. Also, das ist mir alles viel zu viel. Ich suche die Ruhe. Havanna normalerweise immer nach 3 Tagen bin ich froh, wenn ich wieder weg bin. Und Santiago genauso. Okay. Beste Jahreszeit für eine Kuba-Reise? Also eigentlich, wenn es hier kalt ist, Herbst, Winter, dass man hier aus diesem ganzen Schnee und Eis und rauskommt. Vitamin D ist wichtig. Okay, und gut, die letzte Frage haben wir eigentlich schon am Anfang des Videos beantwortet, nämlich wann geht es das nächste Mal nach Kuba? Morgen. Morgen und dann hoffentlich am 14. Dezember. Genau, okay. Super, an der Stelle danke nochmal für das Interview. War heute aufgrund des Locationswechsel und ja, den, sag ich mal, Außengeräuschen dann ein bisschen abenteuerlich, aber wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem und wenn es euch gefällt, dann werden wir da auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen. Na denn, bis dahin. Ciao. Ciao.